Herzlich willkommen bei Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von Ein Kurs in Wundern. Wir sind heute bei Lektion 52 angelangt und das ist die zweite Wiederholungslektion. Das heißt, wir wiederholen heute die Lektionen Nummer 6 bis 10. Und dieses Mal wird es eine kurze Wiederholung, weil die gestern war recht lang mit den ganzen Texten und dem Vorlesen. Also die Texte kannst du selber im Buch lesen. Ich verlinke ja auch immer wieder die Lektion unten. Und wir machen hier jetzt gemeinsam nochmals die Wiederholung zu den Tänzen. Und die Lektionen zu den Tänzen habe ich dir dann immer hier oben in der Infobox verlinkt. Gut. So starten wir. Wir starten mit dem Augenschließen und kommen gut in unserem Körper an. Einatmen und ausatmen. Atmen ist ganz eine gute Methode, um sich zu beruhigen und wieder die Mitte zu finden. Und dann kreisen wir mit den Hüften und werden ganz weich und rund in unserem Körper. Der ganze Körper kann sich mitkreisen, mittanzen. In diesem Achter, den wir zeichnen. Und dann komme wieder langsam zur Ruhe. Werde immer kleiner mit diesen Bewegungen. Und wenn du wieder die Ruhe gefunden hast, dann gehe leicht in die Knie. Rolle mit dem Einatmen deine Schultern nach oben. Und mit dem Ausatmen wieder nach unten. Spüre, wie sich deine Brust öffnet und wie alle Last von dir abfällt. So bist du ganz in diesem Moment, an diesem Ort, wo du jetzt bist, zu dieser Zeit, in der du bist. Und wir verbringen diese Zeit gemeinsam und öffnen nun unsere Augen. Das ist das Schöne, wir sind verbunden. Egal an welchem Teil von dieser Welt du dich befindest, egal zu welcher Zeit du das hier siehst, es gibt weder Zeit noch Raum. Das sind Illusionen und wir sind jetzt verbunden und eins. Und ich liebe diese Reise mit dir. So, kommen wir zur Lektion Nummer 6. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Für diese Lektion komme so richtig in diese Aufregung, in diesen Ärger oder in diese Verzweiflung, in diese Traurigkeit, komme in das hinein, gerne auch stampfen mit den Füßen und plötzlich machst du einen Schritt zurück, gehst aus dieser Situation heraus und bemerkst, oh, da ist gar nichts. Ich kann durchkreisen. Da ist nichts. So, ich habe mich aufgeregt über etwas, was nicht da ist. Hier steht noch, und ich empfehle wirklich, ich lese das heute nicht mehr alles durch. Schau unten in der Verlinkung und lies diese 5 Lektionen von heute auch wieder durch und die Anmerkungen dazu. Wunderschöne Texte. Hier steht nochmals, die Wirklichkeit ist nicht beängstigend. Das, was beängstigend ist, was uns aufregt,
Illusionen, diese Bilder, die wir gemacht haben. Und somit, das sind Illusionen, nicht wirklich, somit regen wir uns über etwas auf, was nicht da ist. Wir regen uns über nichts auf. Also noch so ein scheiß Politiker, so dieser blöde Klimawandel und diese Umweltverschmutzung und lass deine Wut raus, deine Ärger oder auch deine Traurigkeit, was soll ich nur machen, das Eis am Pol schmilzt und die Lebensräume werden immer enger und dann tritt einen Schritt zurück, greife durch und bemerke, oh, da ist nichts. Ich kann durchgreifen. Nichts da. So, für die ganze Lektion hier oben in der Infobox ist sie verlinkt, die vom 6. Januar. Dann kommen wir zur Lektion Nummer 7. Ich sehe nur die Vergangenheit. So, du kannst dich umschauen, alles was du siehst, über alles was du siehst, hast du ein Urteil gebildet und dieses Urteil kommt aus der Vergangenheit. Das heißt, für die Geste von dieser Lektion Nummer 7, ich sehe nur, du schaust dich um, ich sehe nur die Vergangenheit. Du holst aus der Vergangenheit, also aus dem Hintern, holst du etwas Vergleichbares, schnappst es und stülpst es über. Das geht so schnell, das bekommen wir gar nicht mit. Und dann hier noch der Text dazu ist, dass wir eben die Welt, die wir sehen, verurteilen aus unserer Vergangenheit. Und unsere Wahl ist, ich werde mit Liebe auf alles schauen. Und Liebe kommt nicht aus der Vergangenheit. Liebe ist im Jetzt. Liebe ist ohne Urteil, ohne Vergangenheit. Also nochmals ein Beispiel. Oh, ich sehe eine Corona-Maske. Gut oder schlecht? Aber kommt aus der Vergangenheit und wird über das gestülpt. Gut, auch hier wieder in der Infobox oben, Lektion Nummer 7 vom 7. Jänner, verlinkt. Nummer 8. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Auch hier haben wir wieder mit der Vergangenheit zu tun. Und die Geste dazu ist, wie wir denken. Mein Geist, also wenn wir denken, ist mit der Vergangenheit beschäftigt. Und bei diesem ist mit der Vergangenheit beschäftigt, strecken wir unseren Arm nach hinten aus, wieder in die Vergangenheit und sind nur noch da hinten beschäftigt. Wir sind nicht mehr hier und im Jetzt, sondern wir sind hier in der Vergangenheit. Hier ist unser Wunsch, was hier steht, ist, lass mich lernen, die Vergangenheit und damit auch unsere Gedanken wegzugeben und zu begreifen, dass wir dadurch nichts aufgeben. Wenn wir die Vergangenheit weglassen und unsere Beurteilungen, unsere Gedanken, dann lassen wir nichts weg. Dann müssen wir nichts aufgeben. Es ist ein Loslassen, ein Weglassen, aber wir müssen nichts aufgeben. Also noch einmal, du denkst über irgendwas nach. Ich denke über die Planung des nächsten Familienfestes nach, aber mein Geist ist nur mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Okay. Auch hier wieder Link oben in der Infobox zu der Lektion Nummer 8. Genau. Jetzt kommt Lektion Nummer 9.
ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Hier geht es um die Schau. So, wir formen mit unseren Händen, so wie ein Durchgucker für das Sehen. Wir schauen durch die Gegend. Und wir erkennen, dass wir nichts sehen, wie es wirklich ist. Und dann kommt das Wegblasen. Wir erkennen, wir sehen und wir erkennen, da ist ein Schleier über alles, so wie ein Nebel. Und wir erkennen nichts, wie es wirklich ist. Und wir blasen diesen Schleier weg. Auch hier wieder. Das ist eine Wahl, die wir treffen. Wollen wir sehen, also die Wahrheit sehen ohne Schleier, oder wollen wir nicht sehen, also unsere Bilder und die Illusion? Genau. Der Wunsch hier steht, jetzt möchte ich noch einmal wählen, damit ich sehen möge. So, noch einmal die Geste dazu. Ich sehe nichts, wie es wirklich ist. Oben verlinkt in der Infobox die Lektion zu dieser Lektion. Dann haben wir Nummer 10. Meine Gedanken bedeuten nichts. Wie ich euch schon erzählt habe, ein Favorit von mir. Und zwar schnappen wir uns einen, also wir stellen uns vor, dass unsere Gedanken hier im Raum herumschwirren. Die Wissenschaft hat ausgerechnet, wir denken zwischen 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag, durchschnittlich. Und einen von diesen Gedanken schnappen wir uns. Wir schauen ihn an. Wir lassen ihn fliegen und wir zerplatzen ihn. Er bedeutet nichts. So, noch ein hier noch ganz ein wichtiger Gedanke. Oh, so wichtig. Ich lasse ihn fliegen und er ist eine Seifenblase, bedeutet nichts. Wir haben keine privaten Gedanken. So lassen wir diese Gedanken los, zerplatzen wir sie, sie sind bedeutungslos und verbinden wir uns mit dem Teil der Schöpfung. Mein Geist ist Teil der Schöpfung. Und somit wollen wir uns doch lieber dem Denken des Universums anschließen, als unsere privaten, bedeutungslosen Gedanken. Oh, da hat es noch einen, den ich unbedingt noch fliegen lassen und zerplatzen sehen möchte. Keine Gedanken. So, die Wiederholung für diesen Tag ist etwas flotter gegangen. Wir haben ja die ganzen Lektionen schon mal durchgemacht, in der Infobox oben verlinkt. Und ich empfehle dir sehr, die Lektionen, also diese Lektion hier unten verlinkt, durchzulesen. Es stehen diese kleinen Erläuterungen noch dazu zu den jeweiligen Leitgedanken und die sind so wertvoll. Jedes Wort hier drin hat die Kraft zur Transformation. So am Morgen früh, am besten gleich, wenn du aufstehst, mache einmal diese 5 Gedanken durch, also die 5 Leitsätze, lies die Erörterungen dazu und dann über den ganzen Tag lass einfach kommen, was zu dir kommen möchte. Erinnere dich an den einen oder an den anderen. Vielleicht magst du auch mal das Buch wieder aufschlagen oder den Link aufmachen, nochmals kurz durchlesen, welcher das dich anspricht und nochmals mit diesem Gedanken gehen. Und am Abend, vor dem
ins Bett gehen, nochmals alle 5 Leitgedanken durchgehen und dann ab ins Bettchen zur guten Nacht. Viel Freude und Licht und Glück.